Ihr Mund steht offen, nicht vor Schreck. Sie sinkt. Das Wasser steht ihr über den Schultern, die Finger haben losgelassen und sie sinkt weiter. Millet hat nicht den Tod gemalt. Er hat die Sekunden davor gemalt. Ein Moment, in dem ein Mensch aufhört, sich zu wehren. Diesen Moment hat bei Shakespeare nie jemand gesehen. Schau dir ihre Hände an. Die rechte liegt offen über dem Wasser. Handfläche nach oben, die Finger halb gekrümmt. So hält niemand etwas fest. So lässt man los. Die linke sinkt bereits. Aus ihr treiben die Blumen davon, einzeln in verschiedene Richtungen. Ein Mensch, der ertrinkt, greift, er schlägt um sich, er sucht Halt, er kämpft. Diese Frau tut nichts davon. Das ist kein Unglück, das du hier siehst. Es ist auch keine Verzweiflungstat. Es ist etwas Drittes, für das die Sprache kein Wort hat. Um dorthin zu kommen, hat Millet etwas getan, wofür ihn heute niemand mehr durchgehen ließe. Juli 1851, Surrey. Ein Maler von 22 Jahren sitzt am Ufer des Hawksmill River, einem schmalen Fluss südwestlich von London. Vor ihm steht eine Leinwand. Er malt, was dort wächst. Nicht ungefähr, sondern Blatt für Blatt an seinem Platz. 11 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, 5 Monate lang. Was er dabei durchmacht, schreibt er in Briefen auf und er schreibt es komisch. Die Fliegen von Surrey, klagt er, seien muskulöser als anderswo und noch erpichter darauf, menschliches Fleisch anzubohren. Ein Bauer droht ihm mit einer Anzeige. Hausfriedensbruch, zertretenes Heu. Und dann steht in einem dieser Briefe ein Satz, der später schwer im Magen liegt. Er sei in Gefahr, schreibt Millet, vom Wind ins Wasser geweht zu werden und dabei mit den Gefühlen jener Dame vertraut zu werden, als sie in den schlammigen Tod sank. Er macht einen Witz darüber, wie Ophelia zu ertrinken. Auf der Leinwand ist zu diesem Zeitpunkt noch niemand zu sehen. Nur Wasser, Weide, Brennnesseln, Rosen. Die Stelle, an der sie liegen wird, hat er freigelassen. Dann wird es Winter und er geht zurück nach London. In seinem Atelier in der Gower Street steht eine Badewanne, gefüllt mit Wasser. Darunter brennen Öllampen, die es warm halten sollen. In diese Wanne steigt Elizabeth Siddal. Sie ist ebenfalls 22, im selben Jahr geboren wie er und sie arbeitet als Modell. Sie trägt ein Kleid, das Millet in einem Trödelladen gekauft hat. Silberstickerei, alt, verschmutzt, 4 Pfund. Er schreibt begeistert darüber. Es sei wirklich prächtig. 4 Monate lang liegt sie in diesem Wasser, angezogen, bewegungslos, damit der Stoff richtig fällt, wenn er nass ist. Dann gehen die Lampen aus. Millet merkt es nicht. Er arbeitet weiter, versunken, und sie liegt weiter in dem Wasser, das langsam auskühlt. Sie sagt nichts. Sie liegt still, bis sie so durchgefroren ist, dass sie sich kaum noch rühren kann. Der Witz aus dem Brief war zu diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt. Geh zurück ins Bild und sieh dir an, was um sie herumtreibt. Zuerst das Kleid. Die Silberstickerei fängt das wenige Licht, das durch die Zweige fällt, und liegt wie ein Netz über dem nassen Stoff. Es ist das teuerste Stück in diesem Bild. Es hat 4 Pfund gekostet. Hebt den Blick zum Baum darüber. Es ist eine Weide und sie steht nicht zufällig dort. Die Königin beginnt ihren Bericht mit genau diesem Baum. Da wächst eine Weide schräg über einen Bach. Von ihrem Ast ist Ophelia gefallen. Der Baum steht seit jeher für verlassene Liebe und Millet hat ihn so gemalt, dass die Zweige bis aufs Wasser hängen. Zwischen den Wurzeln stehen Brennnesseln. Auch sie nennt der Text. Sie stehen für Schmerz. Bis hierher ist das Bild eine Übersetzung. Millet liest, was dort steht und malt es nach. Folge dem Stoff nach links, dorthin, wo ihre Hand ins Wasser sinkt. Dort schwimmen die Blumen. Veilchen für Treue. Vergissmeinnicht für das Erinnern. Gänseblümchen für Unschuld. Ein gelber Hahnenfuß.
dazwischen liegt etwas, das dort nicht hingehört. Ein roter Mohn. Mohn steht für Schlaf und für Tod. In Shakespeares Text kommt er nicht vor. Kein einziges Mal. Die Königin zählt auf, welche Blumen Ophelia gebunden hatte, und der Mohn ist nicht darunter. Millais hat ihn dazugelegt. Es ist der einzige Kommentar, den er sich erlaubt. Und er liegt genau dort, wo ihre Hand loslässt. Geh jetzt nach rechts, ganz an den Bildrand. Dort stehen purpurne Kerzen im Ufergras. Bei Shakespeare heißt diese Pflanze Long Purples, lange Purpurne. Gemeint war damit sehr wahrscheinlich ein Knabenkraut, eine heimische Orchidee. Millais hat etwas anderes gemalt. Blutweiderich. Eine Pflanze, die ähnlich aussieht, die am Wasser wächst und die falsche ist. Der Mann, der jedes Blatt an seinen Platz setzte, hat ausgerechnet die Pflanze verfehlt, die im Stück beim Namen genannt wird. Und jetzt geh nach ganz links, in das Gestrüpp über dem Wasser. Dort sitzt ein Vogel, keine 3 Zentimeter groß, halb hinter Zweigen. Die meisten Menschen sehen ihn nie. Ein Rotkehlchen, auf Englisch Robin. In ihrer letzten Szene singt Ophelia ein Lied. Eine Zeile daraus lautet: "For bonny, sweet Robin is all my joy." Der schöne Robin ist meine ganze Freude. Millais hat ihr Lied ins Gebüsch gemalt. Ein Tier fehlt allerdings. Ein Gehilfe hatte für ihn eine Wühlmaus aus dem Fluss gefischt und Millais malte sie ins Wasser, dicht neben Ophelia. Im Dezember 1851 zeigte er das unfertige Bild den Verwandten eines Malerfreundes. In sein Tagebuch schrieb er danach, alle hätten jeden Gegenstand erfreulich gut verstanden, außer seiner Wasserratte. Der Onkel, aufgefordert zu raten, habe sie voller Überzeugung für einen Hasen erklärt. Millais malte das Tier wieder weg. Die Skizze dazu steht bis heute auf der Leinwand, oben in einer Ecke. Der Rahmen deckt sie zu. Als das Bild im Frühjahr 1852 zum ersten Mal öffentlich hängt, wird es verrissen. Die Times schreibt, es stecke etwas seltsam Verdrehtes in einer Vorstellungskraft, die Ophelia in einen verkrauteten Graben tunke. Dieselbe Zeitung sieht darin eine Milchmagd beim Herumalbern. Das Bild, das heute in jedem Buch über englische Malerei steht, war zuerst eine Frau in einer Pfütze. Aber der Verriss trifft nicht das eigentliche Problem. Die Szene, die du gerade betrachtet hast, kommt bei Shakespeare nicht vor. 4. Akt, 7. Szene. Ophelia stirbt nicht auf der Bühne. Niemand sieht sie fallen, niemand sieht sie treiben, niemand sieht sie singen. Die Königin tritt auf und berichtet, was geschehen sein soll. Mehr steht dort nicht. Millais hat keine Szene gemalt, sondern einen Bericht. Ein Bild von etwas, das im Stück ausdrücklich niemand gesehen hat. Das berühmteste Bild einer Ertrunkenen zeigt einen Augenblick, den es nie gab. Was es gab, war die Wanne. Elizabeth Siddal wurde ernsthaft krank. Ihr Vater drohte Millais mit einer Klage auf 50 Pfund Schadenersatz. Millais zahlte die Arztrechnung. Auf einen niedrigeren Betrag habe man sich geeinigt, schreibt später sein Sohn. Sie erholte sich und blieb nicht das Modell. Siddal fing an, selbst zu malen und zu schreiben. Der Kritiker John Ruskin zahlte ihr von 1855 an 150 Pfund im Jahr für ihre Arbeiten, ein Vielfaches ihres früheren Lohns in einem Hutladen. 2 Jahre später zeigte sie in einer Ausstellung der Präraffaeliten 6 Werke, mehr als jeder andere Beteiligte, als einzige Frau. Die Frau, die berühmt dafür ist, in einem Bild zu ertrinken, war Malerin. Am 11. Februar 1862 starb Elisabeth Siddal an einer Überdosis Laudanum. Sie war 32. Untersuchung entschied auf Unglücksfall. Die beiden Daten stehen nebeneinander. Mehr lässt sich nicht behaupten. Sir Henry Tate schenkte das Bild 1894 dem Museum, in dem es heute hängt. 5 Monate lang malte Millais einen Fluss,
in dem niemand lag. Dann legte er eine lebende Frau ins Wasser, um zu sehen, wie eine Tote aussieht. Der Hase war das Einzige, was er wieder herausgenommen hat. Mehr Meisterwerke mit einem Preis, den niemand nennt. Abgrundgalerie.